So, und damit herzlich willkommen hier zum zweiten Video der WaveStacks Tutorial-Serie, nenne ich sie mal. Tutorial-Serie. Und wir haben im letzten Video, sage ich mal, unseren Account angelegt, ein Backup gemacht. Jetzt im Beispiel noch nicht, weil es ein Demo-Account ist, ganz klar, aber ich habe euch gezeigt, wie es geht. Und jetzt haben wir uns das erste Mal gerade hier bei uns in der WaveStacks eingeloggt. Und das Ganze erinnert mich persönlich sehr an Coinbase zum Beispiel. Sehr übersichtlich, man hat hier oben einen Chart oder zum Beispiel Blockchain, die App kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. So ähnlich sieht es ja aus. Wir sehen direkt einige Wallets, die wir hier zur Verfügung haben. Das Ganze hat noch nichts mit dieser Exchange zu tun, dazu kommen wir später. Jetzt soll es wirklich erstmal nur um das Wallet gehen und was man hiermit machen kann. So, genau, unten rechts wird uns gerade noch angezeigt, Save Your Backup Phrase. Das heißt, macht bitte ein Backup. Das Ganze haben wir hier im Demokonto jetzt nicht gemacht, weil das Demokonto natürlich aktuell noch leer ist. Für euch ganz wichtig, wenn ihr das wirklich nutzen wollt, ich würde ein Backup machen und so schnell es geht, will ich auf einem anderen Gerät speichern, falls der PC mal kaputt ist. Und wir sehen jetzt natürlich auch erstmal ganz klar, ist die WaveStacks, dann hat man natürlich auch ein Waves Wallet. Das Ganze ist natürlich gerade leer und wir haben immer zwei Button, nämlich einmal verschicken, also Send, oder Receive, also erhalten. Wenn wir zum Beispiel auf Receive klicken, dann sehen wir auch ähnlich wie bei der Blockchain, dass wir hier Waves Coins empfangen wollen, hier eine Adresse haben, eine Empfangsadresse. Und natürlich noch den Betrag. Das Ganze können wir dann eingeben und dann eben auch unsere Waves Coins erhalten. Wir haben außerdem die Möglichkeit, hier Waves zu erhalten bzw. zu kaufen. Und zwar über Visa oder Mastercard. Da habt ihr allerdings nicht die besten Transaktionskosten bzw. Kurse. Das muss ich euch ganz persönlich sagen aus meiner Erfahrung. Bin ich auch ganz offen. Wenn wir jetzt auf Senden drücken, dann ist es ganz ähnlich wie bei anderen Plattformen. Wir verschicken nämlich Waves, die wir aktuell nicht haben, an eine gewisse Adresse, die man hier per QR-Code auch noch einscannen könnte. Der Amount und natürlich noch eine Beschreibung, falls man es will. Und dann kostet das noch ein bisschen Transaktionskosten. Dann kann man es machen. Wir haben noch einen Messtransfer. Da soll es ja erstmal später drum gehen. Das ist erstmal für euch wahrscheinlich weniger interessant. Geht es dann wirklich, sage ich mal, dass ihr Waves Coins an mehrere Adressen gleichzeitig versenden könnt und eben eine größere Summe. Aber für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, der wird nur das normale Senden benutzen. Das gleiche haben wir jetzt auch bei Bitcoin, Ethereum, US-Dollar, Euro, Litecoin, Zcash, Bitcoin Cash, Try, Dash und Monero. Das sind die Coins, die hier auf diesem Wallet drauf sind. Das heißt, unten rechts, wo ihr gerade mein Gesicht seht, da ist kein Coin mehr. Ihr habt jetzt ebenfalls die Möglichkeit, direkt hier Euros draufzuladen auf dieses Wallet. Auch das geht, nämlich mit Receive und dann Bank. Da nehmt ihr natürlich jetzt nicht den US-Dollar, wenn ihr zum Beispiel nicht aus Deutschland oder sonstiges kommt. Deswegen steht auch ganz klar bei Euro, hey, wir akzeptieren keine Transfers von zum Beispiel USA-Banken. Da ist es dann eben so, dass man den US-Dollar nimmt. Genau. Und hier habt ihr eben direkt die Möglichkeit, dann dieses Wallet aufzuladen. Dann habt ihr quasi direkt die Schnittstelle von Coins, Bitcoin und Fiat-Währung. Das heißt, ihr seid nicht angewiesen, in dieser DEX nur Coins zu haben. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, wir haben hier oben die Übersicht erstmal von dem Waves-Chart an sich. Ich finde das Ganze sehr schön aufgebaut. Hat man erstmal, wenn man zum Beispiel das hier nutzt für einen täglichen Gebrauch und täglich reingeht, sieht man erstmal, okay, wie hat sich der Preis verhalten? Aktuell geht er ja natürlich ziemlich runter. Ja, weiß aber wahrscheinlich eh jeder von euch. Genau. Das wäre hier erstmal das Waves Wallet gewesen. Was können wir jetzt noch machen? Wir gehen das Ganze jetzt wirklich komplett durch in diesem Video und wir haben hier oben erstmal Assets, also unsere Anlageklassen, nenne ich es mal. Und wir haben Portfolio. So, und jetzt erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass ich gesagt habe, hey, okay, hier diese DEX ist wirklich so aufgebaut, dass man eigentlich sehr viele Komponenten aus verschiedenen Plattformen in eine Plattform gepackt hat. Und das Portfolio erinnert mich sehr stark zum Beispiel an Blockfolio ein bisschen. Und man hat hier wirklich alle Sachen, die man eigentlich benötigt auf diesem Markt. Wir haben hier erstmal natürlich unser Waves Wallet bzw. Waves in unserem Portfolio drin, auch wenn wir gerade keine Waves haben. Wir sehen den Change, wir sehen den aktuellen Preis, natürlich wie viele wir haben, wie viele auch gerade in Orders liegen, in dann der Exchange, um die es später gehen soll, der Wert. Und wir haben hier auch direkt die Möglichkeit rein oder raus, also verschicken und natürlich auch direkt die DEX zu öffnen von dem Waves Coin. Also sehr viele Möglichkeiten. Hier haben wir noch die Möglichkeit, uns mehr Informationen zum jeweiligen Coin anzuschauen. Finde ich sehr interessant, wirklich. Und ja, das erstmal hierzu zu unserem Portfolio. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen größer, wenn wir Coins, sage ich mal, in unserem Demo-Account hätten. Natürlich gibt es auch eine Transaktionshistory und das ganz Schöne an dieser Transaktionshistory, jedenfalls immer für mich, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Export zu machen. Das heißt, später oder früher wird natürlich das Thema Steuern auf euch zukommen und dann müsst ihr eine Steuererklärung machen und da hilft euch dieser Export sehr. Da könnt ihr nämlich eure Transaktionshistory quasi einfach runterladen
Form meistens von einer Excel-Datei und die könnt ihr dann weiterverwerten. Wir haben jetzt ja alle Transaktionen, alle versendeten Transaktionen, empfangene, exchanged, also getauschte. Man hat auch die Möglichkeit, Waves Coins zu leasen, sage ich mal. Das heißt, wenn man über eine große Summe verfügt, kann man die im Netzwerk bereitstellen und kriegt dafür ein bisschen Geld, sage ich mal, im Endeffekt passives Einkommen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an, nämlich über Leasing, und das Ganze kann man dann hier drüber starten. Ist ein sehr interessantes Thema, da kann ich auch nochmal zu den Waves Telegram-Gruppen verweisen, da könnt ihr euch dann mehr darüber nochmal informieren. Ansonsten klickt euch einfach mal durch, ist ein sehr interessantes Thema. Das wären alle Sachen, die wir jetzt hier zum Wallet haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und im nächsten Video geht es dann weiter, nämlich mit der Exchange. Wird auch nochmal sehr interessant, also wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag.